104 Jahre. Ich habe das ganze Leben, ich habe einen Respekt gehabt vor den Vorgesetzten, aber ich habe keinen gefürchtet. Wie ich Obmann geworden bin, habe ich ein 10-Punkte-Programm im Betriebsrat einstimmig beschließen lassen. Und das habe ich vorgelegt dem Vorstand bei der Vorstellung. Und da habe ich gesehen, wie der Generaldirektor im Gesicht rot wird, wie der Zorn. Aber er hat nichts gesagt. Und dann ist er wieder bei Bleihorn. Ich habe nämlich gesagt, dem Prokuristen da, den habe ich gesagt, wenn mich der Generaldirektor anschreit, können zwei Dinge passieren. Entweder ich stehe auf, mal mir der ganze Betriebsrat und geht weg und lasse die alleine sitzen, aber eher möglich ist, ich schreie noch lauter zurück wie der Generaldirektor. Ich lasse mich nicht anschreien. Hast du dich jemals gefragt, was die besten Lebensweisheiten von 100-jährigen Menschen sind? Ich habe heute die große Ehre, einen 103, gleich 104-jährigen jungen Mann zu interviewen. Und dieser gleich 104-jährige junge Mann erzählt uns heute, wie er 103, 104 Jahre jung geworden ist, was sein Geheimnis dahinter ist, wie er die Zeit als Bürgermeister in der Stadt geprägt hat, was er da alles geleistet hat. Warum die Ehrlichkeit im Leben wichtig ist, wie er seine Frau kennengelernt hat, warum der Blick nach vorne essentiell ist und noch viele weitere wertvolle Lebensweisheiten. Ich bin der Daniel Bleunig, bin diplomierter Gesundheits- und Krankenpfleger und genau diese wertvollen Lebensweisheiten wirst du heute bekommen. Darf ich fragen, wie jung Sie sein? Ich werde am 30. August 104 Jahre. 104 Jahre wären es am 30. August. Ja. Ja, und habe ein sehr erlebnisreiches Leben hinter mir. Vor mir habe ich nicht mehr viel. Da bleibt natürlich nicht mehr viel Zeit. Wie haben Sie das gemacht, dass Sie 103 Jahre, also jetzt bald 104 Jahre alt werden? Haben Sie da irgendein Rezept dafür gehabt? Na, eigentlich nicht. Mein Vater ist nur 48 Jahre alt geworden. Sein Vater, also mein Großvater, der ist 76 geworden. Aber mütterlicherseits, meine Großmutter mit 12 Kindern, die ist 92 geworden. So ein kleines Weiberl. Also, ich habe es recht mögen. Wir waren im Sommer immer in den Ferien mit der Mutter bei den Großeltern. Die haben ein kleines Häusl gehabt und da haben wir eine richtige ländliche Idylle dort gehabt. Aber dann ist es natürlich dann schlimm geworden. Und ich hab zum Beispiel, mein Vater hat mir gelbe Lederschuhe gekauft, aber um 2 Nummern zu groß. Bei der Fersen hat er mir einen Schwamm reingepickt, damit ich nicht die Schuhe verlieren gehe. Und dann hat er Ding, was haben wir denn noch gehabt? Momentan fällt mir gar nicht ein. Ich habe, sagen wir, eine sehr gute Kinderzeit gehabt. Mein Vater war ja auch gewerkschaftlich tätig. Er war Betriebsratsobmann in den Reithofer-Werke. Das war einmal der zweitgrößte Betrieb in Steyr. Steyrwerke größter und die Reithofer waren zweitgrößter. Und der ist aber dann 1933 gesperrt worden und verkauft worden.
Mein Vater war, nachdem die Reithoferwerke gesperrt wurden, hat er ja sein Betriebsarztmandat verloren. Und er ist aber dann, weil er Funktionär in der Krankenkasse war, der Posten ist gerade frei geworden, Hausverwalter geworden in Linz. Und wie das 34er Jahr war, haben sie ja, das war ja, das ist verraten worden. Auf einmal ist die Polizei da gestanden und haben da ist eine Fuhre Gewehre, Schießmaterial gekommen für den Schutzbund. Und der Vater war ja ein Schutzbündler. Und dann haben sie die Krankenkasse beschossen. Von der Krankenkasse ist zurückgeschossen worden. Und mein Vater, so wie es ich weiß, ob es so war, das weiß ich nicht, hat sich auf einen Stock ein weißes Servietten gebunden so und ist hinausgegangen. Quasi, wir ergeben uns. Und in dem Moment hat ihn einer niedergeschossen. Also, so ist er beschossen worden. Er hat umgedreht und wollte ins Haus zurück und der hat ihn im Rücken geschossen mit einem Dumm-Dumm-Geschoss. Es war ja, er muss ja innerlich fürchterlich ausgeschaut haben. Das war der Dienstag und am Mittwoch darauf, am 14. Februar, ist er gestorben und am 17. haben wir schon das Begräbnis haben müssen. Da haben nur meine Mutter, meine Schwester und ich, mein Bruder war auch eingesperrt damals, weil er aber die Wehrturner war, dann mein Großvater, meine Tante und ihr Mann, 6, mehr waren wir nicht, beim Begräbnis. Und rundherum den Urnenfriedhof ist die Heimwehrbajonette aufgestanden und hat niemand zum Begräbnis lassen. Die haben außerhalb von der Friedhofsmauer haben sie stehen bleiben müssen. Haben nur wir 6 haben Begräbnis machen können. Und ich weiß noch, der Vater ist offen aufgebaut geworden, das machen sie heute nicht mehr offen aufbauen, sondern der ist noch offen im Sarg gelegen. Ein Gesicht, bleich wie Kalk, weil er total ausgeblutet war. Es sehen heute noch vor mir liegen, wie wir da gegangen sind. Na, scheißlich. Und dann, haben sie die Leute alle verjagt und die haben dann nachher zum Grab gehen können. Und kann ich zu meinem Vater verabschieden. Aber zum Begräbnis hat niemand gehen dürfen, nur die 6 Verwandten.
Weil das war ja die Zeit vom Austrofaschismus, wieder der Bürgerkrieg, die 3 Tage im Februar, das waren ja, wie soll ich sagen, die Austrofaschisten haben schon die Buben in der Hauptschule einen Heimwehrhut aufgehabt. Das ist so ein Trachtenhut mit so einer Hahnschwanzfeder. Also eine Hahnenschwanzfeder, das ist so eingerollt. Und die ist am Hut gesteckt. Das waren die Hahnenschwänzler. Und wir haben die 3 Pfeile da gehabt am Revers. Die 3 Pfeile waren das Zeichen Partei, Gewerkschaft und was Krankenkasse oder was der dritte war. Es waren die Abzeichen der SPÖ. Aber ich habe dann ab 15. Lebensjahr habe ich eine Sportlerinitiative gehabt. Ich bin Stadtmeister 7-mal geworden. Ich bin 3-mal Landesmeister geworden im Alpinskilauf. Ich war Landessportwart von Oberösterreich. Ich war im Vorstand der Oberösterreichischen Gebietskrankenkasse. Also überall war ich dann drinnen. Und ich habe meine Zeit sehr einteilen müssen, dass ich das alles da machen habe können. Und dann habe ich nachher die Funktionen Krankenkasse aufgegeben, Gewerkschaft aufgegeben. Und habe mich dann nur mehr konzentriert. Da bin ich Vizebürgermeister geworden. Ich war nur 3 Jahre Gemeinderat. Dann bin ich gleich Geschäftsführer der Vizebürgermeister geworden und 10 Jahre Bürgermeister. Und da ist die 1000-Jahr-Feier gekommen und meine Frau hat schon gesagt, hör auf, bitte, hast du schon so Gefühl gemacht? Hast du schon genug getan für Steyr? Nein, das muss ich noch durchdrucken. Habe ich die 1000-Jahr-Feier noch. Das war so eine aufrührende, interessante Bewegung. Da sind sie von Hallstatt, der Mann im Salz ist gekommen, einen Jutensack hat er umgebunden gehabt und ein Gerät zum Salzgraben von Hallstatt. Denn Steyr hat eigentlich mit dem Salz nichts zu tun gehabt. Aber wir haben dann trotzdem die Feier nach Steyr bekommen und da bin ich heute noch stolz drauf. Da waren ja über 300.000 Besucher insgesamt da. Ja. 323, glaube ich, so ungefähr waren es. Ja, also, ich habe so Kindheit, Jugendzeit, die war mit Skifahren ausgedrückt. Die 3. Phase war funktionell beim Skifahren, da war ich tätig. Die 4. Phase war Gewerkschaft und die 5. und letzte Phase war Politik in der Stadt. Und so habe ich überall meine Zeichen hinterlassen.
Darf ich nur eine persönliche Frage noch stellen? Weil ich mache die Videos, um für den Frieden auf der Welt zu sorgen, ja? Und darf ich nur fragen, haben Sie dann auch an der Front dienen müssen oder waren Sie in der Gewerkschaft die Jahre, wo das mit dem Krieg alles war? Hey? Ja. Bei der Gewerkschaft? Also Sie waren Ja, in der freilich. Gewerkschaft, nichts an der Front? Nein. Ich war freigestellt, UK gestellt. UK heißt unabkömmlich während der Kriegszeit. Das sind die Leute gewesen, die dringend für die Produktion gebraucht wurden. Und ich war damals schon in einer Meisterfunktion, aber nicht angestellt. Und ich war UK gestellt. Und habe auf einmal, Oktober 1944, komme ich ins Hotel in Wien, liegt ein Einberufungsbefehl zum Militärpur. Ich bin gleich zu meinem Chef gegangen, zum Bucher, das war auch ein alter Sozialist, der ist mit mir gleich zum Glöckl, zum späteren Vorstandsdirektor, zum Walter Glöckl gefahren, der war Personalchef von den Steierwerken damals. Zum Glöckl gefahren, der Bucher, also mein Chef, und ich und der Glöckl sind auf die Donaulände, oder wie, ich glaube Donaulände war es, zum Militärkommando gefahren. Und da hat uns der Sergeant dort, oder der Feldwebel hat uns gesagt, ja, hat er gesagt, wieso beruft ihr den Weiß ein, weil er UK gestellt ist? Er sagt, wir haben keine mehr gehabt, jetzt haben wir einfach gelost. Haben sie einfach gezogen und da war ich auch dabei. Von den UK-Gestellten. Ja, nein, hat der Glöckl gesagt, wir sollen im Betrieb wieder hinausfahren, nach Schwechat, und denken, er wird sich nur mal melden. Und wirklich nächsten Tag hat er angerufen, die UK-Stellung bleibt aufrecht und die Einberufung zum Militär ist gegenstandslos. Das war ein Glück für mich, weil ich war ein rebellierender Geist. Beim Militär wäre ich nur in Jumpers gewesen. Aber es hat natürlich auch schlimme Zeiten gegeben. Wie ich das erste Mal gewählt wurde zum Betriebsratsobmann der Angestellten in den Steierwerken, das war 1957, glaube ich. Ja, da habe ich dann habe mich freistellen lassen, weil ich einen Obermeister war im Betrieb, habe das wieder mit rund 9.600 Beschäftigten, war das schon für mich eine starke Belastung. Da habe ich natürlich meine Zeit für das konzentrieren müssen. Und da habe ich ein Schreiben an die Direktion, an den Vorstand gestellt, dass ich zum Betriebsratsobmann einstimmig gewählt wurde und daher künftighin ich Adressat bin für die Wünsche der Direktion. Habe ich ein Schreiben zurückbekommen. Das war der Glöckl, Walter Glöckl, der war Vorstandsvertreter des Generaldirektors war er. Sein Vater war der Otto Glöckl, der Schulreformer nach dem Ersten Weltkrieg. Das war sein Vater. Er war Sozialdemokrat. Der hat mir zurückgeschrieben,
das Schreiben nehmen wir nicht zur Kenntnis, hat er gesagt, weil wer Betriebsratsobmann wird, das bestimmen wir und nicht der Betriebsrat. Habe ich ihm dann aber gehascht, habe ich dann zurückgeschrieben, nur einmal. Habe ich zurückgeschrieben, der Betriebsratsobmann wird vom Betriebsrat gewählt, das geht den Vorstand eine Null an, habe ich gesagt. Und Sie können mir nicht verbieten, dass ich für die Angestellten eintrete. Was war ich passiv? Und da hat der Glückli dann ein wenig. Ich habe das ganze Leben, ich habe einen Respekt gehabt vor den Vorgesetzten, aber ich habe keinen gefürchtet. Ein Vorgänger von mir, das war üblich, dass der Betriebsrat sich dem Vorstand vorstellt und das muss der Obmann machen. Ich habe das gemacht, aber vor mir, der hat sehr, sehr schlecht formuliert. Der hat gesagt zum Generaldirektor und zum Vorstand, es ist eine Schweinerei, wie die Angestellten bezahlt werden. Springt der Generaldirektor auf, der war so ein kleiner Mann, ein hochrotes Gesicht, und schreit den an und sagt, ich schmeiße ihn hinaus, hat er gesagt. Und der hat so einen Nervler gekriegt, dass er 2 Monate im Krankenstand war. Und ich habe gesagt, ich habe das wissen lassen, mich werden sie nicht schrecken. Da fordern sie mich nur heraus. Und das haben sie gewusst. Und ich habe immer eine bevorzugte Behandlung seitens des Vorstandes bekommen. Ja. Weil Sie waren ja Betriebsratvorsitzender bei der Steirer Daimler Buch AG. Da waren ja auch 19.000 Mitarbeiter, haben Sie ja gesagt. Ja. Und da waren Sie der Vorstand vom mit Betrieb. Zubehör, Sauer hat schon dazugehört. Und dann die ganzen Nebenbetriebe waren 19.000 waren es. Und da haben wir den Zentralbetriebsrat gehabt. Da war natürlich der Schmidl Sepp, der dann Kammerpräsident wurde in Oberösterreich. Der war Obmann und ich war Stellvertreter. Weil die Angestellten haben nie Anspruch erhoben, weil die Arbeiter mehr waren. Und da haben wir ja große Streitereien gehabt, deswegen. Der Generaldirektor hat gesagt, auf 10 Arbeiter dürfen nur ein Angestellter kommen. Jetzt haben sie Lohnempfänger mit Angestellten-Tätigkeit betraut, aber angestellt haben sie es nicht. Die haben wir übrigens als die Vorarbeiter, es hat Vorarbeiter gegeben, die um 400 Schilling im Monat weniger verdient, mehr verdient haben, wie der vorgesetzte Meister. Und das habe ich noch angetragen dann. Wie ich Obmann geworden bin, habe ich ein 10-Punkte-Programm im Betriebsrat einstimmig beschließen lassen. Und das habe ich vorgelegt dem Vorstand bei der Vorstellung. Und da habe ich gesehen, wie der Generaldirektor im Gesicht rot wird, wie der Zorn. Aber er hat nichts gesagt. Und dann ist er wieder bei Bleichwort. Ich habe nämlich gesagt, dem Prokuristen da, der beim Glöckli war, den habe ich gesagt, wenn mich der Generaldirektor anschreit, können 2 Dinge passieren. Entweder ich stehe auf, mal mir der ganze Betriebsrat und geht weg und lasse die alleine sitzen,
aber eher möglich ist, ich schreie Lohleiter zurück wie der Generaldirektor. Ich lasse mich nicht anschreien. Und das haben sie ihm gesagt. Ich habe mich nicht angeschrien. Und so war es oftmals. Ich war Obmann-Stellvertreter bei der Gebietskrankenkasse. Ich war Obmann-Stellvertreter bei den Angestellten in der Arbeiterkammer. Ich war Arbeiterkammerrat. Und dann habe ich wie ich Bürgermeister geworden bin, habe ich die Funktionen alle zurückgegeben, weil ich habe da mit dem genug zu tun gehabt. Ich war 17 Jahre Betriebshausobmann und aber bin in Pension, bin dann hauptberuflich Bürgermeister geworden und war 10 Jahre Bürgermeister von Steyr. Und viele Dinge, die gar nicht mehr erwähnt werden. Der Tunnel in Werkraum hinunter, den habe ich noch gemacht und dann bin ich in Pension gegangen. Und mein Nachfolger hat die Eröffnung gemacht. Ich war auch so, ich hab sehr viele Kontakte gehabt zu Regierungen. Ich war mit Kreisky gut befreundet. Wie er nun Bundeskanzler war, ist der Kreisky nach Steyr auf Wahlreise gekommen. Da bin ich zur Stadtgrenze gefahren, habe ihn dort empfangen und in die Stadt geleitet. Das hat er mir immer hoch angerechnet. Aber einmal, da war er mit mir nicht zufrieden. Da hat er warte mal, wie war denn das? Da habe ich von ihm verlangt, er soll, weil das sehr wackelig war, die Geschichte, ob BMW nach Steyr kommt oder woanders hin, nach Wien wollten sie auch. Und habe ich zum Kreisky gesagt, wenn du sagst, du legst einen Wert drauf, dass der Betrieb nach Steyr kommt, dann geschieht das auch. Das kann ich nicht, hat er gesagt. Das kann ich nicht. Ich habe in der Steiermark so große Probleme. Überall Knittelfeld, Zeltweg und überall gibt es Schwierigkeiten, Entlassungen. Ich kann nicht da, wo Steyr, die haben nur eine Vollbeschäftigung. Ja, ich habe gesagt, aber jetzt fangen die auch mit Entlassungen an. Und dann hat er gesagt, ich helfe dir, wo ich kann. Aber da kann ich nicht für eine Stadt reden, wo sagen wir, Vollbeschäftigung herrscht. Sondern ich muss dort helfen, wo ich helfen muss. Und das ist die Steiermark gewesen damals. Ja, und es ist trotzdem gut gegangen.
Sie haben ja dafür gesorgt, dass der BMW das nach Steyr kommt, was ja heutzutage der größte Arbeitgeber ist. BMW, ist eine lange Geschichte. Das Motorforschungsinstitut in Graz, Professor Dr. List, der hat einen neuen Motor entwickelt. Und der hat in der Autowelt hat sich das schnell herumgesprochen. Und der Motor soll bei halber Brennstoffleistung hat er die doppelte Leistungskraft als Motor gehabt. Das war natürlich für alle BMW gleich. Wir gehen nach Steyr. Ja, sind sie gekommen und der Assessor Doppelfeld, das war ein Norddeutscher, der bei BMW gearbeitet hat, der hat den Auftrag gehabt, in Steyr den Betrieb aufzubauen. Und zwar einen Betrieb mit 800 Beschäftigten. Und heute sind 5600 beschäftigt. Und die Steyerwerke, wie die zugesperrt haben, 4 Jahre nach BMW-Gründung in Steyr, haben die Steyerwerke zugesperrt. Das hast du überhaupt nichts gespürt, dass Arbeitslosigkeit herrscht. BMW hat so viele Leute genommen, wie es gegangen ist. Und ein Jahr später haben sie schon 2000 Leute gehabt. Und so ist jedes Jahr hinaufgegangen. Und der Doppelfeld, mit dem ich auch befreundet bin, seit damals, der ist nach München berufen worden in den Vorstand von BMW International. Und da hat er dann geschaut, dass dann ziemlich am Ende seiner Zeit als Vorstandsdirektor hat er dann noch einmal einen Monsterzug gemacht und hat die ganzen Einzelbetriebe in Deutschland, wo die verschiedenen Motortypen hergestellt wurden, hat er alles geschlossen, also nicht geschlossen, aber die sind mit anderen Aufgaben betreut worden. Und alle Motoren von BMW werden heute in Steyr erzeugt. Danke Ihnen. Danke Ihnen. Und der BMW war ein guter Zahler auch. Und wie gesagt, ich möchte ja so gern, dass der Doppelfeld Ehrenbürger von Steyr wird. Denn der hat so viel gemacht für Steyr. Und das muss man irgendwie, bei mir, wenn ich nur Bürgermeister wäre, der wäre schon längst Ehrenbürger. Aber die Nachfolger, die nur la 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 da 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 da, aber keine entschlossenen Handlungen. Darf ich vielleicht auch gleich einhaken, weil Sie haben ja als Bürgermeister die ganzen Ideen, die Sie gehabt haben, haben Sie immer durchgesetzt. Haben wir gerade gesagt, das Stadtfest, die Kanalwasser, die Buslinie, die mobile Hauskrankenpflege, Essen auf Rehen, haben Sie alles durchgesetzt. Alles in meiner Zeit. Und wie haben Sie die Leute davon begeistern können? Wie haben Sie das gemacht? Weil da sind ja viele Leute oft, was sagen, ja, braucht man nicht. Wie haben Sie das trotzdem so durchsetzen können? Gesagt, ich habe eine sehr überzeugende Stimme. Und ich habe es scheinbar überzeugen können. Sonst hätten sie es nicht gemacht. Aber wenn ich da dran denke, die Kläranlage, die hat 200 Millionen Schilling gekostet. Das hab ich alles noch bewirkt, durchgeführt. Und wie es zum Übergeben war und zu eröffnen, bin ich in Pension gegangen. Und mein Nachfolger hat die Eröffnung gemacht. Das habe ich ein paar Mal gemacht. Wollen Sie erzählen, wie das war, wie Sie Ihre Frau kennengelernt haben? Meine Frau? Ja.
Ja, das war auch ganz außertourlich, muss ich sagen. Ich bin, wie üblich, immer am Schoberstein Skifahren gegangen, zu Ostern. Und am Montag bin ich dann mit dem Zug nach Wien gefahren, weil da waren die Steirerwerke verlagert nach Schwechat. Und wie ich da am Schoberstein bin, da sind zwei junge Frauen in der Hütte gesessen und zwei junge Männer, die ich kennt habe. Und ich habe dann geschaut, es ist nirgends ein Platz zum Essen. Ich habe mich dazu gesetzt. Und irgendwie bin ich ins Gespräch gekommen und dann sind die zwei jungen Männer, die sind dann verduftet, weil sie gesehen haben, sie haben keine Chance. Und meine Frau, die hat sich interessiert für das, was ich sage. Dann sind wir auseinandergegangen und am Bahnhof haben wir sie wieder getroffen in Rattenbach. Und da habe ich dann ein Ding, sind wir mit dem Zug heimgefahren. Da waren wir im selben Hotel, Abteil. Und die Dinge, und damals meine Bekannte, muss ich sagen, war noch nicht meine Frau, die hat ein ganz feuerrotes Gesicht von der Sonne gehabt. Die hat sich in die Sonne gelegt. Du spinnst, habe ich gesagt. Da kriegst du eine Gehirnerweichung. Und wir sind trotzdem, ich weiß noch gut, wir sind von Trattenbach, dem Zielbahnhof, wo wir eingestiegen sind, nach Steyr gefahren und sind am Perron gestanden vom Coupé, vom Personenwagen. Und sie hat den Kopf an meine ich habe eine Gummihaut gehabt. Mir hat nichts ausgemacht. Sie hat den Kopf immer gekühlt an meiner Gummihaut. Die war kalt. So sind wir bis Steyr gefahren. Und dann habe ich ausgemacht, ein Rendezvous. Na gut, Rendezvous, nächsten Tag, denken wir, und ich bin eine Viertelstunde spät gekommen. Ich habe in Gasten gewohnt, bis ich da reingekommen bin, habe ich die Zeit verplempert. Wie ich am Bahnhof bin, war sie nicht da. Na, sag ich, nichts, kannst nichts machen. Und so arg war meine Verliebtheit damals noch nicht, dass ich es unbedingt haben habe müssen. Aber sie war ein hübsches Mädel mit 19 Jahren und wir haben dann am nächsten Tag, am Ostermontag, 1944, bin ich nach Wien gefahren. Habe wieder am Dienstag ist wieder mit der Arbeit weitergegangen in Schwechat. Wir waren in Schwechat verlagert mit einem Teil des Betriebes und dort habe ich das auch gemanagt. Und ich steige ein in einen Personenwagen, steige ein und will in ein Abteil hinein. Wer sitzt da? Meine zukünftige Frau. Jetzt bin ich halt wieder, habe mich wieder zugesetzt. Und so sind wir dann in Wien, ist das weitergegangen. Ich bin mit ihr in die Oper gegangen, ich habe die Wiener Theater besucht, Theater an der Wien, die Volksoper und das Volkstheater, die ganzen Theater haben wir besucht. Und das war eigentlich eine schöne Zeit. Und dann sagt sie mir einmal, weißt du, ich bin schwanger. Oh. Jetzt habe ich gesagt, na, dann heiraten wir einfach. Sie hat gesagt, na ja, hat gesagt, na ja.
haben wir geheiratet im Jänner, das war zu Ostern, und nachher haben wir geheiratet, und die Hochzeit hat sich um einen Tag verschoben. Meine Mutter hat ein Taxi bestellt mit einem Pferdefuhrwerk, und in der weißen Hochzeitskutsche, die ist gekommen, wir waren nicht da. Um drei hätte ich da sein müssen. Durch die Verspätungen von Wien nach Steyr sind wir erst um 4 Uhr in Gasten am Bahnhof angekommen. Als wir gekommen, ja, der Kutscher ist wieder gefahren, und ich habe dann gesagt, na, heiraten wir halt einen Tag später. Haben wir nächsten Tag geheiratet. Da sind wir aber mit dem Brautbouquet bei so viel Schnee am Schiffweg von Gasten nach Steyr zur evangelischen Kirche, da haben wir die Trauung gehabt. Ja, das habe ich viel von mir erzählt. Sehr schöne Dinge erzählt. Darf ich vielleicht noch 2 Fragen fragen? So, was ist wichtig im Leben? Wie? Was ist wichtig im Leben? Wichtigste im Leben, ich finde, wenn man ehrlich ist, das ist ganz wichtig. Ich habe viele kennengelernt, die nicht ehrlich sind. Aber die gelogen haben, und ja, da gäbe es noch vieles zu erzählen. Ich habe meine Erfahrung gemacht mit Frauen, habe da auch meine Erfahrungen nicht genossen, aber erlitten. Aber so ist halt das Leben. Und was würden Sie der nächsten Generation mitgeben? Was sollen Sie da zu Herzen nehmen, das Sie mit den jungen 104 Jahren da sehen? Was ist so ein Ding, das mitgeben wollen noch? Ich habe immer versucht, ehrlich zu sein, und habe auch erwartet, dass der andere ehrlich zu mir ist. Aber das war nicht so. Ich habe sehr viele Bekannte, auch sogar Freunde gehabt, die mich angelogen haben. Und da sage ich, dass das Wichtigste ist, dass dich ein anderer Mensch so wahrnimmt, wie ich bin. Und er soll auch so sein. Und das ist das Ganze um und auf. Und im Leben immer zu schauen, dass man nicht auf Kosten anderer Menschen lebt. Das ist ganz wichtig auch. Dass man selber muss man das machen. Selber muss man sein Leben aufbauen. Es kann nicht immer der Vater da sein oder nicht immer der Bruder und Ding. Aber du musst dir dein Leben selbst aufbauen. Und jetzt dann mit 104 Jahren, was haben Sie da vor am Geburtstag? Das ist jetzt in 2 Wochen dann schon. Haben Sie da irgendwas vor, oder wird das eine Überraschung sein, was da alles passieren wird dann mit 104 Jahren? Ja, so viel kann ich mir nicht mehr vornehmen mit dem Alter. Ich lasse an mich herankommen und entscheide dann, was ich machen soll. Eins steht fest, ich schaue immer noch nach vorn. Ich lebe nicht in der Vergangenheit. Ich erinnere mich gerne oder ungern an die schlechte Zeit, aber erinnere mich an die Vergangenheit, aber in die Zukunft schaue ich nach vorn. Und vielleicht ist das eine Triebkraft in mir, dass ich schon so alt bin.
Sie haben immer nach vorgeschaut, nicht zurück, nicht auch was hätte ich anders machen können, immer den Blick nach vor. Ja, genau, immer nur nach vorn. Und so habe ich mein Leben durchgebracht. Meine ganzen 5 Stationen, Kindheit, Jugend, dann die Arbeitszeit, Gewerkschaft und Politik, das ist alles voneinander völlig unabhängig. Aber ich habe mich überall durchsetzen können. Sie haben ja eine große Anerkennung. Mit 102 Jahren haben sie noch die Viktor-Adler-Plakette auch noch gekriegt von der SPÖ, die höchste Anerkennung auch noch. Ja. Ich hab's aber nicht, nicht angesucht drum. Haben sonst da irgendwas auf dem Herzen, was mitgeben wollen? Irgendwas noch, letzte Worte? Ich trinke gerne ein Glas Wein. Wenn es kalt ist, trinke ich sogar einen Schnaps, wenn es notwendig ist. Aber ich sauf nicht. Ich hab nur einmal war ich so benebelt bei der 1000-Jahr-Feier. Da hat mich meine Frau über die Meierstiege von hinten heraufgeschoben und wir sind dann nach Mitternacht, haben wir das neue Jahr gefeiert und nach Mitternacht sind wir zu unseren Freunden gefahren und haben dort weiter gefeiert, aber nicht lang. Ich bin um 4 Uhr, 5 Uhr zu meiner Frau gesagt, du, ich will heim. Ich bin schon so müde. Na, jetzt sind wir halt heimgefahren. Meine Frau ist gefahren mit dem Auto und ich habe gesagt, so, lass die Finger weg von dem Lenkrad. Ich lenke, hat sie gesagt. Da habe ich, das war das erste Mal, dass ich einen Dampf gehabt habe. Eins steht fest, ich schaue immer noch nach vorn. Ich lebe nicht in der Vergangenheit, ich erinnere mich gerne oder ungern an die schlechte Zeit, aber erinnere mich an die Vergangenheit, aber in die Zukunft schaue ich nach vorn.
Und das, vielleicht ist das eine Triebkraft in mir, dass ich immer so alt, dass ich schon so alt bin.